I'd love to get you on a slow boat to China, all to myself. Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte aus meinem alltäglichen Leben in Asien, aktuell in China. Also nichts Besonderes, nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres und es ist soweit erstmal nichts Spektakuläres passiert. Ich habe diese Woche leider keine Videos anzubieten, weil das Wetter war so schlecht und heute ist der erste Tag, an dem mal wieder richtig die Sonne scheint, seit einer Woche. Ja, das heißt, ich werde die nächste Zeit wahrscheinlich wieder ein bisschen losgehen und hier und da mal filmen. Aber letzte Woche war einfach, ja, war zu schlecht das Wetter. Es hat wirklich permanent geregnet und da hatte ich weder Lust noch richtig große Ideen, was ich irgendwie machen könnte. Also Indoor wahrscheinlich irgendwas, aber das war mir dann alles zu blöde. Also habe ich nichts gemacht. Okay, was ich gemacht habe, ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf meine nächste Tour. Die führt mich nach Schottland. Was ich nicht wusste, was ich durch Zufall erfahren habe, ist, man braucht neuerdings für UK ein Visum als Europäer. Das ist kein Quatsch jetzt. Also ich habe erst gedacht, das wäre ein Witz, aber nee. Das nennt sich ETA, also das ist der Euphemismus, aber es ist genau genommen ein Visum. Das heißt, man muss es beantragen, man kann es bekommen oder auch nicht. Und es kostet Geld, nicht viel, aber immerhin. Und ja, das habe ich dann versucht, habe mir eine App runtergeladen, hat nicht funktioniert. Dann habe ich das online versucht, hat auch 3-4 Mal nicht funktioniert. Dann wollten die noch das und das haben, das hatte ich gerade nicht dabei. Ja, also war ein Prozess, etwas länger. Ich habe wirklich einen halben Tag damit verschwendet. Und ich habe mich sehr geärgert, ehrlich gesagt, darüber. Und ich weiß auch nicht, was das soll. Aber ja, so ist es nun mal. Also ich fahre zum Science Festival nach Schottland, nach Edinburgh. Da werde ich dann vielleicht von dort berichten. Ich weiß noch nicht genau, ob das hier reinpasst. Auf jeden Fall freue ich mich sehr drauf, überhaupt endlich mal wieder nach Edinburgh zu fahren. Ich glaube, das letzte Mal war ich 92 da oder so, ist schon ein Augenblick her. Auf dem Festival wird auch Richard Dawkins sein. Der hat am 14. April eine Vorlesung oder wie man das nennt. Und auch die Astronautin Kelly Sullivan. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo ich zu finden bin, weil ich habe dort ein paar Termine. Das ist eigentlich der Grund, warum ich da hinfahre. Und anschließend, nach dem Festival, werden wir ein bisschen in Schottland rumfahren und, wenn die Zeit es erlaubt, auch noch mal nach Irland rüber. Ich habe ja die letzten beiden Folgen so ein bisschen überzogen. Also ich versuche das ja immer so in die 15 Minuten, maximal 20 Minuten hineinzubekommen. Habe ich nicht geschafft. Deswegen heute vielleicht ein bisschen gestrafter. Eine Sache, die mir durch meine Pressetimeline gerutscht ist, das ist Aleo in Prenzlau macht die Pforten zu. Aleo ist ein Photovoltaikhersteller oder eigentlich ein Modulbauer. Also Photovoltaik ist ein bisschen mehr als nur Module, aber egal. Also die machen zu. Und da gibt es einen interessanten Artikel im PV-Magazin.de. Also mal ganz kurz was zum PV-Magazin. Es gibt das internationale PV-Magazin. Das ist aber eine andere Geschichte als das deutsche PV-Magazin. Das sind zwei unterschiedliche Publisher, die arbeiten natürlich zusammen, weil das Prinzip unter einer Marke läuft. Aber es sind zwei verschiedene Magazine. Man muss da so ein bisschen aufpassen. Und was mir beim PV-Magazin.de immer wieder aufstößt, ist, dass es zum Teil ein bisschen komisch recherchiert ist. Und was China betrifft, ist, naja, in so übliche Kerben haut. In diesem Artikel fabulierte dann auch die Autorin, angesichts der großen Überkapazitäten in China und des harten Preiskampfes auf dem Weltmarkt war allerdings eine wettbewerbsfähige Produktion schwierig. Aleo ist allerdings eine chinesische Firma, beziehungsweise eine Firma aus Taiwan. Und nach Banken und Institutionen und so weiter ist der größte Anteilseigner Walian aus Mainland. Also mit diesem Argument kommt man da nicht weit. Und auch William Chen, also der CEO von Aleo Solar, sagt das auch ein bisschen anders. Und zwar, das ist eine sehr klassische, eigentlich ein Lehrbeispiel für chinesische Formulierung, würde ich mal sagen. Er sagte, diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Sie spiegelt aber die aktuelle Realität der Solarindustrie wider. Wir zählen zu den letzten deutschen Herstellern in diesem Segment mit einer 25-jährigen Geschichte der Überwindung der ersten großen Solarkrise und einer kontinuierlichen Innovationskraft. Wir hätten uns gewünscht, dass die Politik rechtzeitig Maßnahmen ergriffen hätte, um die europäische Solarproduktion zu stärken. Das ist, wie gesagt, sehr höflich und sehr chinesisch. Was er eigentlich meint, und ich übersetze das jetzt mal ins Deutsche, ich vermisse ein klares Commitment der Deutschen selbst und deren Politik zu den Erneuerbaren. Und wie komme ich zu dieser Interpretation? Naja, 32 Kilometer von Prenzlau entfernt liegt Templin. Und in Templin gibt es
das ist kein Quatsch, gibt es ein Moratorium gegen Solar. Und zwar wurde das damals von den Linken initiiert und entsprechend aufgegriffen. Und die Bauern dort sind übrigens nicht so sehr zufrieden damit. Ich verlinke auch ein paar Sachen zu diesem Moratorium. Und auch Korrektiv schlägt in dieselbe Kerbe, und zwar sehr schlecht recherchiert, und berichten von den glühenden Landschaften dort. Also haben sich ganz eindeutig gegen Photovoltaik positioniert und sehen da eben auch entsprechende Verschwörungen. Ich habe das auch verlinkt, weil Korrektiv gilt gemeinhin und wahrscheinlich auch zu Recht oft als die Guten, aber der Artikel ist so grottig recherchiert, ja, da kann man auch mal darauf hinweisen. Und jetzt mal ganz ehrlich, ihr seid Firmenchefin und die Politik in der Region und auch sonst die Leute dort sagen, nö. Das ist gerade für asiatische Unternehmen schwierig, weil insbesondere in Taiwan, aber auch in Mainland ist die lokale, wie soll ich sagen, Verortung, also ist die lokale Komponente sehr wichtig. Fast jede größere Firma hier, auch in der Umgebung oder auch in Changchun, wo ich ja relativ oft bin, hat so verschiedene Charity-Sachen laufen, lokal. Und wenn man lokal so brüskiert wird, dann Profit hin oder her, dann fühlen die Leute sich nicht wohl und überlegen, ja, Auswege. Und das ist einer dieser Auswege, denn die sagen sich einfach, ja komm, wir produzieren hier in Asien und wir können das noch nach Deutschland liefern, also was sollen wir uns jetzt hier mit den Leuten anlegen? Das ist auch nicht so neu. Als der Altmaier-Knick kam, da haben die Gewerkschaften im Cottbuser Land gegen Photovoltaik demonstriert, weil sie die Braunkohle am Leben erhalten wollten. Und das ist leider genau die gleiche Nummer. Also Aleo ist weg und die Schuld daran trägt die deutsche Politik, die deutsche Öffentlichkeit, die deutschen Medien und so weiter. Schuld daran tragen, um es zusammenzufassen, die Deutschen. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Hauptthema, also zum Titelthema. Und ich versuche das so kurz, wie es nur irgendwie geht, zu machen, obwohl das echt ein Ding ist, mit dem ich eine ganze Sendung füllen werde irgendwann mal. Es geht um Essen in China. Und ich bin ja gerade auf so einem Abnehmtrip. Das heißt, ich versuche so ein BMI von 23 zu erreichen. Noch bin ich nicht da. Das ist eigentlich mein Ziel, ist der 11. April, mein Geburtstag. Da bin ich gerade in Schottland. Da ist das leicht abzunehmen. Okay, das sind auch nur Vorurteile gegenüber den Schotten. Ich bin auf diesem Abnehmtrip gerade und da muss man sich, wenn man abnehmen will, natürlich auch sehr intensiv mit der Nahrung befassen, die man zu sich nehmen will oder kann oder darf. Ich werde das auch nochmal, wie gesagt, später bringen, also zu meiner persönlichen Challenge hier, eben diesen BMI zu erreichen. Aber jetzt für diese Sendung bin ich auf dieses Thema gekommen durch ein Video, was ich gesehen habe bei YouTube. Und das ist ganz interessant. Und zwar vergleicht da einer die Food Safety, also das mit den USA, China und Europa. Da geht es darum, was für Zusatzstoffe in Europa erlaubt sind, was in China und so weiter. Und wenn man sich das anschaut, dann merkt man relativ schnell, das ist in Europa und China ungefähr das Gleiche. Und USA sticht da negativ sehr weit heraus. Und das ist etwas, was ich hier auch erfahren habe. Also Nahrungssicherheit war immer so ein Thema. Wir erinnern uns an den Milchskandal, also diese Melaninvergiftung und so weiter und so fort. Und es gab immer mal wieder Nahrungsmittelskandale hier in China, die es vielleicht nicht bis in den Westen geschafft haben. Aber das ist hier so ein generelles Ding, dass Leute sich darüber sehr schnell aufregen. Also gibt so Geschichten von Ratten bei KFC oder was weiß ich alles. Und in den Jahren, die ich jetzt hier lebe, hat dieses Thema wirklich richtig streng angezogen. Und Leute, die nach China reisen, fragen mich oft, ja, ist das Essen sicher in China? Kann ich als Vegetarier dort rumgehen? Also zu dieser Sache Vegetarier, Veganer, ja, das geht. Es ist nicht ganz einfach, weil in normalen Restaurants die Leute unterscheiden da nicht so sehr zwischen vegetarisch und vegan und so weiter. Also wenn man zum Beispiel Spinat bestellt, kann sein, dass da immer ein bisschen Ei mit drin ist oder ein bisschen Schweinefleisch. Nicht viel, aber immer so ein bisschen. Und das stört den einen oder die andere wahrscheinlich, die sich vegetarisch oder vegan ernähren möchte. Und das Einfachste ist, wenn man dem begegnen möchte,
dass man darauf hinweist, wenn man in ein normales Restaurant geht, aber noch einfacher ist, man geht in irgendein Tempelrestaurant, weil die sind vegetarisch zumindest, meistens sogar vegan. Und wenn man jetzt so Airbnb macht oder irgendwie was, also selber kochen will, das ist natürlich einfacher und es gibt entsprechend in den Supermärkten auch Abteilungen, wo dann eben Biofood angeboten wird, beziehungsweise wo auch ja für Vegetarier, Veganer und so weiter. Also es ist eigentlich ganz gut sortiert. Gerade in den größeren Supermärkten braucht man sich da keine Sorgen machen, dass man irgendwas untergejubelt bekommt. Und die Systematik ist ganz ähnlich wie in Deutschland auch. Also ich habe mal in die Shownotes eine Verpackung gepostet von einem Joghurt, den ich hin und wieder mal nehme. Aber das ist ein ziemlich stark prozessierter Joghurt, deswegen nehme ich den nur sehr selten zu mir. Und da sieht man dann eben auch so die generelle Systematik. Das ist nicht bei jedem Nahrungsmittel gleich. Es gibt auch andere, da weicht das ein bisschen ab, gerade bei flüssigen Nahrungsmitteln. Aber im Wesentlichen ist es immer so, dass die Zusatzstoffe angegeben sind. Also Zucker, Glucose, irgendwelche zusätzlichen Stoffe wie Proteinpulver oder jetzt hier beim Joghurt natürlich diversen Bakterienkulturen, die da eingemixt wurden. Und naja, so die Sachen, die man kennt, also Pektin zum Beispiel. Also wenn es jetzt um vegetarisch geht, wäre das eine interessante Zusatzinformation und so weiter. Dann ist der Prozess angegeben, also wie das Zeug hergestellt wird. Gerade so bei Milchprodukten, also ist es pasteurisiert oder nicht. Ich glaube, hier in China gibt es wie in Deutschland auch eine Pasteurisierungspflicht. Dann sind grundlegende Angaben dabei und die sind meistens sehr gleich auf den meisten Nahrungsmitteln. Worauf man achten muss, ist, die Energie ist in Kilojoule angegeben und nicht in Kilokalorien. Also 1 Kilojoule sind 0,24 Kilokalorien. Und neben der Energie, also den Kilojoule, sind es die Proteine, das Fett, die Kohlenhydrate, Salz und Calcium. Wie gesagt, Calcium, weil es jetzt ein Milchprodukt ist, das kann sich auch ein bisschen unterscheiden, falls andere Sachen da in größerer Menge vorhanden sind. Dann ist da das Verbrauchsdatum drauf. Da muss man ein bisschen gucken. Da gilt das Gleiche wie in Deutschland auch. Das heißt nicht, dass es ab Verbrauchsdatum sofort tödlich ist. Also das kann man ruhig ein bisschen relaxed angehen. Dann, wann die Firma inspiziert wurde. Das sagte ich ja, hier in China sind die Auflagen für die Lebensmittelindustrie wirklich sehr stark angezogen und diese Läden werden kontrolliert. Und da fackelt man auch nicht lange, man macht die im Zweifel auch zu, wenn irgendwas schief läuft, irgendwie in so einer Inspektion. Lagerhinweise natürlich und so weiter. Was die Tempelrestaurants betrifft, ich glaube, ich habe dazu mal ein Video gemacht. Wenn ich das finde, dann werde ich das auch verlinken. Also grundsätzlich, wenn ihr nach Asien beziehungsweise wenn ihr nach China reist, ein paar Vokabeln wären nicht schlecht. Also ich bin Vegetarier, was können Sie mir empfehlen oder irgendwie sowas. In den meisten Restaurants geht das ganz gut, aber auch in Straßenrestaurants machen die Leute einem eventuell was zurecht. Wenn man dem aus dem Weg gehen will, geht man in ein vegetarisches Restaurant. Da gibt es diverse Apps, die einem dahin führen. Und man kann sich auch ein bisschen informieren im Internet. Also es ist eigentlich kein Problem, wenn man sich ein bisschen vorbereitet. Und last but not least, die Tempelrestaurants sind immer vegetarisch, wenn nicht gar vegan. Also auch kein Problem. Zweitens, keine Angst, was die Nahrungssicherheit betrifft. Das ist nicht Indien. Also hier in China kann man getrost eigentlich meines Erachtens mittlerweile überall essen, ohne dass man irgendwie Gefahr läuft, ja, ranziges Fett serviert zu bekommen, Ungeziefer kontaminierte Sachen oder irgendwie sowas. Das gab es mal und ich will nicht ausschließen, dass das in extremen Einzelfällen auch noch gibt bzw. geben wird. So ist das Leben nun mal. Ohne Risiko ist hier nichts. Aber von der Nahrungsmittelsicherheit würde ich sagen, ist es ohne weiteres vergleichbar mit Deutschland. Und wenn man sich darauf einlässt, und ich würde wirklich dazu raten, sich darauf einzulassen und nicht irgendwelche westlichen Chain Stores zu besuchen, dann erwartet einen wirklich ein großes Abenteuer. Also da kann man sehr viele interessante Entdeckungen machen und die Chinesen sind da auch sehr, wie soll ich sagen, keen, den Leuten zu erklären, welche Cuisine ist. Es gibt keine chinesische Cuisine. Das ist ja aufgrund der schieren Größe natürlich völliger Quatsch. Also die
Küche in Sichuan oder Yunnan oder in Zhejiang jetzt hier unterscheidet sich voneinander zum Teil sehr erheblich. Und selbst Shanghai ist ja hier so ein Vorort von Hangzhou. Selbst die Küche in Shanghai unterscheidet sich sehr stark von der hier in Hangzhou. Also die lokalen Sachen sind sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und Chinesen finden es schön, wenn man danach fragt, was würdest du hier empfehlen? Und wenn du in Zhejiang bist und nach lokaler Küche fragst. Also das macht den Leuten richtig Freude, euch darauf hinzuweisen, was man alles essen sollte. Und es ist am Ende sowieso zu viel. Aber ja, ich würde mich auf jeden Fall drauf einlassen. Und wie gesagt, so ein paar Brocken Chinesisch sind nicht schlecht. Das sorgt insgesamt für bessere Laune bei den Leuten. So, und ich hoffe, das war heute einigermaßen prägnant, kurz genug. Und soweit und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.